Lappland. Hoch im Norden, jenseits des Polarkreises an der Grenze zur Arktis, findet sich dieser surreale Ort. Mit unberührter Natur, majestätischen Berglandschaften und dem rauen Klima der Skanten. Der perfekte Ort also für ein Abenteuer. Und mittendrin wir. Nico, Madita, Theresa und ich hinter der Kamera. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Willkommen an Bord der Stena Germanica auf dem Weg nach Göteborg. Diese Reise ist eine lange Reise. Uns war der Vorteil an der Fähre eigentlich ganz klar, einfach die Entspanntheit der Anreise. Man hat ein Bett, in dem man schläft und kann auch die Reise an sich genießen. Es ist einfach ein Highlight, aus Kiel rauszufahren und über die Ostsee dann eben in Göteborg anzukommen. Wir hatten immer zu zweit eine Kabine mit Fenster nach draußen und sind dann total ausgeruht auch angekommen. Während wir an Deck den neuen Morgen begrüßen, tauchen in der Ferne schon die Schären von Göteborg auf. Hier wollen wir die Stena Line verlassen und mit dem Zug weiterreisen. Ja, wir sind von Göteborg nach Stockholm gefahren im Zug und steigen jetzt in diesen Arctic Circle Train hier rein. Und nächster Halt ist dann Abisko. Also im Nachtzug ist es so, dass man quasi sein eigenes Abteil hat. Und wenn man dann müde ist, klappt man solche Liegen runter und kann dann eben da schlafen. Und tatsächlich haben wir alle, glaube ich, ziemlich gut geschlafen. Also wir sind dann morgens aufgewacht und dann war auch schon der Schnee da. Es war ein Erlebnis, die ganze Anreise. Das war nicht so ein Zeitsprung, wie man es mal mit Fliegen oft hat, sondern man hatte so ein bisschen auch Ruhe, sich zu gewöhnen. Bei unserer Ankunft werden wir mit bestem Wetter begrüßt, doch schon nach wenigen Stunden wird die Sicht immer schlechter und es beginnt zu schneien. Wir sind fast schon überrascht, als auf einmal in der Ferne unsere erste Hütte aus dem Schneegestöber auftaucht. Die Hütten, in denen wir waren, haben alle dem schwedischen Touristenverband gehört, also sind Selbstversorgerhütten. In der Nähe der Hütte gibt es dann immer diese Wasserlöcher, sodass man an das flüssige Wasser darunter noch gut rankommt. Von diesem Wasser muss man dann eben alles machen, also abwaschen, kochen, sich selber ein bisschen waschen vielleicht, wenn es geht. Die Hütten dort werden mit Holz geheizt. Jede Hütte hat noch einen Nebenschuppen, wo Holz gelagert wird, das muss man dann einmal zersägen und dann spalten eben. Und damit wird sowohl die Hütte selber als auch eben die Sauna dann geheizt. Heute Nacht ist ziemlich viel Schnee gefallen und jetzt müssen wir spuren. Also gestern war man eher auf so glatteisigen, da konnte man eher gleiten und heute sinkt man richtig einmal durch den Schnee. Und, als wir dann höher gestiegen sind, wurde die Landschaft auch immer karger, immer weniger Bäume und irgendwann gab es gar keine Bäume mehr. Wir kamen dann wirklich richtig ins Fjell rein, also in diese Landschaft, die quasi gletschergeformt ist, karg ist, eigentlich nur aus Weiß und schwarzen Steinen besteht. Der Wind fegt nur so hinweg über die karge Landschaft und in jeder Pause müssen wir schnell unsere Daunenjacken anziehen, um nicht sofort auszukühlen. Schutzhütten gab es hin und wieder am Weg, vor allen Dingen auf den ganz langen Etappen. Und in den Hütten kann man dann ein bisschen komfortabler Pause machen. Also man ist halt in einem Raum drin, der ist ungeheizt, aber es ist trotzdem ein guter Schutz gegen die Elemente. Ja, wir haben versucht eigentlich immer relativ regelmäßig eine Pause zu machen und auch wieder Kalorien zu sich nehmen, also Essen einfach. Ja, wir haben uns ja komplett selber versorgt, also hatten alles Essen dabei und abends haben wir dann immer was Warmes nochmal gekocht in der Hütte dann.
Das war sehr verschieden. Da gab es mal eine leckere Pasta, mal Gemüsebratlinge, also von bis. Wir haben immer ein bisschen darauf geachtet, dass das Essen natürlich möglichst leicht ist. Geil geplant, geil durchgeführt. Richtig gutes Essen. Es kommt drauf an, von wo, ne? Wir haben uns den Abend schon vorher angeguckt, wo müssen wir ungefähr hin, wie weit ist das, wie sieht die Strecke aus, sind wir exponiert, gibt es eine Schutzhütte auf dem Weg. Wir hatten als Backup noch einen Garmin InReach dabei. Das ist so ein Satellitentelefon, mit dem man ein Notfallsignal abgeben könnte und das aber auch GPS hat und damit den Standort anzeigen kann. Es hat gut getan, da so in die Natur einzutauchen. Man hat in den Bergen beim Laufen einen ganz anderen Rhythmus. Der Tag ist einfach sehr einfach gegliedert. Man läuft, man isst und abends erholt man sich vom Laufen und am nächsten Tag geht es wieder los. Also man hat einen sehr, vielleicht primitiven, aber auch einen sehr einfachen Rhythmus, der irgendwie trotzdem erfüllend ist. Wir sind gerade in Nikkaluokta jetzt angekommen und die Landschaft ist jetzt schon wieder ein bisschen so wie beim Beginn, nur die Jahreszeit ist irgendwie eins weiter. Also der Schnee schmilzt, das ganze Gras kommt langsam zu Vorschein und ich glaube, es ist ein gutes Ende jetzt für die Tour. Wechsel der Jahreszeit steht an. Lappland hat uns tief berührt. Mit seiner Weite und seiner Unberührtheit der Natur ist es fast einzigartig in Europa. Mit dem festen Vorhaben, in Zukunft diesen wunderbaren Ort nochmal zu besuchen, können wir schweren Herzens Abschied nehmen.